Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Warum dein Atem bei schnellen Läufen sozusagen zerfällt und was wirklich dagegen hilft, das erzähle ich dir in diesem Video. Du möchtest schnell spielen, ohne dass es irgendwie abgesetzt klingt oder im schlimmsten Fall abgehackt. Und ich kann dir gleich schon mal zu Anfang sagen, der Atem ist hier wieder unser Schlüssel. Eine Abonnentin hat mir geschrieben, wenn ich kräftiger und mit mehr Luft spiele, klingt alles besser. Aber sobald es schneller wird, sind die Töne wieder abgesetzt. Und das kennt ihr vielleicht oder viele von euch. In langsamen Stücken will es noch klappen, dass der Atem fließt, dass die Töne schön verbunden klingen. Aber im schnellen Tempo klappt es nicht. Natürlich denkt ihr hier erstmal an die Finger, aber selbst wenn ihr wisst, ich habe ja die richtigen Töne gespielt, seid ihr oft nicht zufrieden mit dem Ergebnis, weil es einfach nicht so schön geschmeidig klingt. Was hier passiert, ist Folgendes: Nicht die Finger sind das Problem, sondern euer Atemstrom verliert bei höherem Tempo die Kontinuität. Das hat zum einen mit Anspannung zu tun, zum anderen mit der Atemtechnik. Und damit möchte ich euch gleich viel Hoffnung machen, dass ihr das Problem in den Griff bekommt, nämlich damit, wie wir verstehen, wie Atemstrom, Zungenstoß und das Spielen der Töne im schnellen Tempo funktionieren. Gestern habe ich mit Schülerinnen ein Blockflöten-Ensemble-Stück geübt von Henry Purcell. Die Melodie kennen vielleicht viele von euch. Und da hatten wir in der Sopran-Blockflötenstimme das typische Phänomen, was ich häufig antreffe bei Schülerinnen und Schülern, nämlich, dass es im langsamen Tempo, wenn man es langsam spielt, schön getragen und verbunden klingt. Sobald es aber schneller gespielt werden soll, klingt es irgendwie wie lauter einzelne Töne. Und klappen auch bestimmte Stellen nicht. Und wenn hier anscheinend Griffe schief gehen, dann liegt das doch eigentlich am Atem und gar nicht an den Griffen. Denn wenn mein Atemstrom nicht kontinuierlich ist, kann ich noch so gut die hohen Töne greifen, auch mit dem Daumen hinten, dann wird der hohe Ton ab und zu nicht rauskommen. Wenn das so abgetrennt klingt bei euch, irgendwie nicht so schön im schnellen Tempo, passiert Folgendes: Jeder einzelne Ton wird quasi geblasen. Also ihr habt dann eine Reihenfolge von Tönen, wobei ihr versucht, jeden einzelnen Ton zu blasen. Und da steckt der Denkfehler drin. Denn anstatt, dass ihr im schnellen Tempo den Atem portioniert, müsst ihr euch ihn vorstellen wie einen langen Atem, genau wie bei einem langen Ton. Und viele von euch machen das unbewusst im langsamen Tempo schon richtig. Und im schnellen wird der Atemstrom unterbrochen, er wird portioniert, vielleicht auch in Kombination mit der Schwierigkeit der Griffe, dass man einen Moment lang noch nachdenken muss. Und prompt macht man lauter kleine Mini-Portionen und bläst sozusagen jeden Ton extra für sich. Dabei geht es auch anders, indem ich mir wirklich vorstelle, ich habe einen einzigen Atemstrom und die Trennung der einzelnen Töne geschieht schon automatisch durch die Zungenartikulation, durch das Tü oder Dü und dadurch, dass ich natürlich die Finger bewege und die Griffe wechsle.
Wenn ich mir eine Stelle rausnehme aus diesem Stück, die jetzt nicht so ganz mit Sprüngen und so sehr hoch ist, dann kann ich das Ganze mal gebunden gespielt versuchen. Ich lasse also den Zungenstoß weg und muss nur die Finger bewegen. Und dabei kann ich noch viel mehr darauf achten, dass ich wirklich den Luftstrom, den muss ich ja in einem durchgehen lassen, sonst fallen die Töne weg. Um mir bewusst zu machen, aha, ich blase wirklich in einem durch. Und wenn dann die Zunge wieder hinzukommt, dann mache ich im Idealfall mit dem Atem nichts anderes. Macht euch aber klar, ganz wichtig, ich spiele nicht lauter, ich blase nicht kräftiger oder mit mehr Luft, ich spiele einfach nur kontinuierlich in einem durch. Halte also den Atemfluss stabil. Was euch helfen könnte dabei ist der Gedanke, ich muss nicht jeden Ton anblasen, sondern ich spiele eine musikalische Geste. Und der zweite Gedanke oder die Vorstellung ist wichtig, dass ihr euch klar macht, ihr hört zwar lauter kurze Töne, das bedeutet aber nicht, dass ihr lauter kurze Atemstöße machen sollt. Und als dritter wichtiger Gedanke ist, ihr müsst nicht mehr Kraft einsetzen, sondern ihr müsst eigentlich das Gegenteil denken, nämlich den Atemstrom loslassen und darauf vertrauen, dass er die Töne trägt. Ihr wisst ja, dass man durch tiefes Atmen sich auch entspannen kann. Und natürlich ist das auch beim Blockflöte-Spielen so, je länger und ruhiger ihr ausatmet während des Spiels, desto ruhiger seid ihr innerlich. Und das ist dann noch so eine Art Schneeballeffekt, wenn ihr jeden Ton einzeln ganz hektisch anblast beim Spielen, dass ihr auch immer nervöser werdet und euer Atem noch schwerer ruhig zu kriegen ist. Wir spielen ja viel Barockmusik auf der Blockflöte, also Händel, Bach, Vivaldi, Corelli und so weiter. Und die Barockmusik ist sehr basiert auf der Rhetorik, also auf der Sprache. Und ihr könnt euch das auch wiederum vorstellen, dass ihr so eine schnelle Stelle nicht buchstabiert, sondern dass das ein ganzer Satz ist oder ein halber Satz wie beim Sprechen, den ihr ausdrücken wollt. Ihr könnt einfach mal eine ganz einfache Tonfolge spielen und erst im langsamen Tempo den Atem fließen lassen, obwohl ihr Zungenstoß macht. Und dann das Tempo etwas erhöhen, immer mit dem Fokus darauf, dass ihr einfach ausatmet. Ihr könnt auch mal ganz ohne Flöte einfach nur auf der Couch liegen und einatmen und dann länger ausatmen, als ihr einatmet. Das ist ja eigentlich genau, was beim Blockflöte-Spielen passiert. Wir haben meist wenig Zeit zum Einatmen, aber viel mehr Zeit zum Ausatmen und viel mehr Luftmenge zum Ausatmen, als die meisten von euch denken. Ich tippe mal, dass 85% von euch zu viel Luft einatmen und zu wenig rauslassen. Und das passiert gerade bei solchen schnellen Stücken. Und deshalb kennt ihr sicher das Phänomen, dass euch die Luft ausgeht bei einem schnellen Stück und ihr euch fragt, wie schaffen andere das, diese ganze Passage auf einen Atem zu spielen? Beziehungsweise, dass ihr das Gefühl habt, ihr habt irgendwo zu wenig Luft und gleichzeitig das Gefühl, dass ihr gleich platzen müsst oder so. Und das kommt einfach daher, das ist diese Portionierung des Luftstroms, das Zurückhalten und das passiert vor allem auch bei schnellen Passagen. Wenn ihr den Luftstrom noch zu sehr portioniert, unterbrecht, kann man das oft auch sehen und zwar an der Bewegung. Da müsst ihr mal drauf achten, vielleicht mal vorm Spiegel üben. Wenn ihr euch quasi fast bei jedem Ton mitbewegt, dann kann man fast sicher sein, dass ihr da auch euren Atem unterbrecht. Also versucht auch mal eure körperliche Bewegung ganz unabhängig zu sehen von dieser Schnelligkeit und der Vielzahl der Töne. Bleibt mal ganz ruhig stehen, bewusst ganz ruhig stehen, wenn ihr so eine Stelle spielt. Natürlich darf man sich bewegen beim Spielen, das gehört ja auch zur Musik dazu, aber gerade bei so ganz schnellen Stellen achtet mal drauf, ob ihr euch nicht unnötig bewegt.
Also ich fasse nochmal zusammen, das Problem ist nicht die Geschwindigkeit, das schnelle Tempo, sondern die Fragmentierung eures Atems. In meinem Video-Online-Kurs Blockflöte Next Level arbeiten wir genau an diesem Übergang, nämlich von kontrolliertem Atem zu kontinuierlichem Atemstrom. Und der ist wirklich die Basis für all eure Technik auf der Blockflöte. Ja, ich weiß, dieses Thema kam schon öfters vor auf Veras Blockflötenkanal, aber da der Atem ja die Basis von allem ist und da das ständig immer wieder auftaucht in meinem Unterricht und ich sehr viele Anfragen dazu bekomme, wollte ich heute dieses Video für euch machen. Ich hoffe, es bringt euch was und wenn es euch gefällt, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und ja, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder treu dabei seid auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!